475 Kilometer vor der Nordwestküste Australiens liegt die größte schwimmende Maschine, die Menschen je gebaut haben. 488 Meter lang, 74 Meter breit, 105 Meter hoch. Voll beladen wiegt sie 600.000 Tonnen, ungefähr das Sechsfache eines Flugzeugträgers. Als sie fertig wurde, ging sie als größtes Schiff der Welt durch die Presse. Nur ist sie gar kein Schiff. Die hat keinen Antrieb, keine Schrauben, kein Ruder, keine Brücke, von der aus jemand einen Kurs setzt. Sie wurde an ihren Platz geschleppt und liegt seitdem dort. Und trotzdem steht sie keine Sekunde still. Sie dreht sich, ununterbrochen, um ihren eigenen Turm, dem Wind und der Strömung nach. Ausgelegt ist sie auf einen Zyklon der Kategorie 5, auf den Sturm, der einmal in einem Menschenleben kommt. Fast erledigt hat sie dann etwas völlig anderes. Ein kleines Feuer in einem Schaltschrank. Danach lag die teuerste Maschine, die je auf dem Wasser schwamm, monatelang tot im Ozean. In den nächsten Minuten klären wir, warum jemand eine Gasfabrik aufs offene Meer baut, was sie dort überhaupt festhält, was im Dezember 2021 wirklich passiert ist und was das Ganze gekostet hat. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, warum dieses Gas nicht an Land verflüssigt wird, sondern direkt über dem Feld. Wir analysieren den Turm, der 600.000 Tonnen an einer einzigen Stelle im offenen Ozean hält. Und wir sehen uns an, wie ein einziger Stromausfall eine Fabrik dieser Größe außer Gefecht setzt. Wenn du wissen willst, wie so etwas funktioniert, abonniere jetzt den Kanal. Das Gasfeld liegt im Browse-Becken, rund 200 Kilometer vor der australischen Küste und 475 Kilometer nordnordöstlich der Stadt Broome. Der übliche Weg wäre klar gewesen. Man legt eine Leitung an Land, baut dort die Verflüssigungsanlage, dazu einen Hafen, Tanks, Straßen und eine Siedlung für die Belegschaft. So ist praktisch jede Flüssiggasanlage der Welt entstanden. Für dieses Feld rechnete sich das nicht. In der Branche gibt es dafür einen eigenen Begriff: gestrandetes Gas. Das Gas ist da, es ist vermessen, es ist verkäuflich. Es liegt nur so weit draußen und in so überschaubarer Menge, dass die Leitung an Land mehr kosten würde als alles, was jemals hindurchfließt. Damit bleiben zwei Möglichkeiten. Man lässt es liegen. Oder man dreht die Aufgabe um und bringt die Fabrik zum Gas. Shell entschied sich für das Zweite. Und damit für etwas, das es bis dahin nirgends gab. Eine vollständige Verflüssigungsanlage, die schwimmt. Förderung, Aufbereitung, Verflüssigung, Lagerung und Verladung auf einem einzigen Rumpf, 200 Kilometer von der nächsten Straße entfernt. Wie eng das wird, sieht man an der Fläche. 488 Meter mal 74 Meter ergeben 3,6 Hektar. Das ist die Fläche von etwa 5 Fußballfeldern. Darauf steht eine Anlage, für die man an Land ein halbes Industriegebiet braucht. Der japanische Konzern Inpex hält 17,5% daran. Der Rest verteilt sich auf Shell und 2 weitere Partner. Gebaut wurde sie auf der Insel Gyeonggi in Südkorea in der Werft von Samsung Heavy Industries. Im Oktober 2012 wurde das erste Stahlblech geschnitten. Am 30. November 2013 ging der Rumpf zu Wasser. Verbaut sind mehr als 260.000 Tonnen Stahl. 4 Jahre später war sie fertig. Am 25. Juli 2017 erreichte sie ihren Platz vor Australien. 5.800 Kilometer lagen hinter ihr. Gefahren ist sie diese Strecke nicht. Sie wurde gezogen und genau hier verstehen die meisten die Sache falsch. Ein Schiff bringt sich selbst irgendwo hin und kommt irgendwann wieder. Diese Konstruktion wurde einmal an ihren Platz gebracht und soll dort 25 Jahre bleiben. Sie hat keinen Hafen, in den sie zurückkehrt, kein Trockendock, in das sie zur Wartung fährt. Was auf ihr kaputt geht, wird auf ihr repariert, während sie im Wasser liegt. Alles, was danach kommt, hängt deshalb an einer einzigen Frage. Wie hältst du 600.000 Tonnen ein Vierteljahrhundert lang an derselben Stelle im offenen Ozean? Wenn du an so ein Projekt denkst, denkst du vermutlich an die Fabrik obendrauf. An die Rohre, die Kühlkreisläufe, die Verdichter. Das war nicht das Schwierigste. Das Schwierigste war das Loch in der Mitte. Durch den Rumpf hindurch läuft ein Turm. 93 Meter hoch, nach Angaben der Bauherren rund 4.300 Tonnen schwer. Er steckt in der Konstruktion wie eine Achse in einem Rad. An ihm hängen 16 Verankerungen in 4 Gruppen zu je 4 Leinen. Sie laufen aus Kette und Stahlseil hinunter auf 250 Meter Wassertiefe. Ein einzelnes Kettenglied ist etwa 1 Meter lang. Unten enden sie nicht an einem Gewicht, sondern an sogenannten Saugpfählen. Das sind Stahlrohre von 65,5 Metern Länge und 5,5 Metern Durchmesser. Man setzt sie auf den Meeresboden, pumpt das Wasser darin ab und der Druckunterschied zieht sie in den Untergrund. Danach halten sie durch Reibung und Unterdruck.
16 davon halten die gesamte Fabrik. Und der Turm trägt noch etwas anderes. Durch ihn laufen auch die Steigleitungen von den Bohrungen am Meeresboden nach oben. Der Turm ist also nicht nur der Anker. Er ist gleichzeitig die einzige Verbindung zwischen der Fabrik und dem Gas, das sie verarbeitet. Jetzt zu der Sache, die am Anfang offen geblieben ist. Der Turm steht fest, die Fabrik nicht. Sie hängt so an ihm, dass sie sich um ihn drehen kann. Volle 360 Grad. Niemand steuert das. Es gibt keinen Motor dafür und keine Anweisung von der Brücke, weil es keine Brücke gibt. Wind und Strömung drehen sie, so wie eine Wetterfahne sich in den Wind stellt. Fachleute nennen es genau so. Und darin liegt der ganze Trick. Eine starr verankerte Plattform muss jeder Welle standhalten, aus jeder Richtung, mit voller Fläche. Diese Konstruktion muss das nicht. Sie stellt sich von allein so, dass die Kräfte auf die schmale Seite treffen. Deshalb kann ein Bauwerk dieser Größe einen Zyklon der Kategorie 5 überstehen, ohne seinen Platz zu verlassen. Der Sturm dreht sie, statt sie zu treffen. Und trotzdem ist der Zyklon der Moment, in dem Menschen die Anlage verlassen. Das Bauwerk bleibt auf Position. Die Belegschaft nicht. Sie wird vorher per Hubschrauber ausgeflogen. Die Konstruktion ist für den Sturm ausgelegt. Die Leute darauf sollen ihn trotzdem nicht miterleben. Was auf diesem Rumpf passiert, ist im Kern eine einzige Aufgabe: Gas kalt machen. Erdgas wird flüssig, wenn man es auf minus 162 Grad Celsius herunterkühlt. Erst dann passt genug davon in einen Tank, damit sich der Transport überhaupt lohnt. An Land ist das Routine. Auf dem Wasser wird daraus ein Problem, denn kühlen heißt Wärme wegschaffen und die einzige Stelle, an die man sie loswerden kann, ist das Meer ringsum. Nur ist das Meer vor Nordwestaustralien warm. Also holt sich die Anlage ihr Kühlwasser nicht von der Oberfläche. 8 Rohre mit je 1 Meter Durchmesser reichen rund 150 Meter in die Tiefe. Dort ist das Wasser etwa 10 Grad kälter. Durch diese Rohre laufen nach Angaben des Betreibers 50 Millionen Liter pro Stunde. 50.000 Kubikmeter, jede Stunde rund um die Uhr. Die größte schwimmende Maschine der Welt hängt damit an 8 Strohhalmen ins kalte Wasser. Das Meerwasser allein macht das Gas aber nicht flüssig. Es nimmt nur die Wärme auf, die vorher 2 Kältekreisläufe aus dem Gas herausgeholt haben. Der erste arbeitet mit einem schwereren Kältemittelgemisch und bringt das Gas auf etwa minus 50 Grad. Der zweite, mit einem leichteren Gemisch, holt den Rest bis minus 162. 2 Stufen statt einer, weil eine einzige Stufe für diese Menge zu viel Strom fressen würde. Oberhalb von 3 Millionen Tonnen im Jahr kommt auf einer schwimmenden Anlage praktisch nichts anderes in Frage. Das fertige Flüssiggas geht anschließend in 6 Tanks im Rumpf. Zusammen fassen sie 220.000 Kubikmeter. Das entspricht ungefähr 175 olympischen Schwimmbecken. Es gibt ein Problem, das eine Anlage an Land überhaupt nicht kennt, und es hat nichts mit Sturm zu tun. Ein Flüssiggastanker ist auf See fast immer entweder voll oder leer. Er lädt im Hafen, fährt, löscht im Hafen, fährt zurück. Eine schwimmende Fabrik kann das nicht. Sie produziert ununterbrochen, ihre Tanks füllen sich also langsam über Tage. Und sie leeren sich nur teilweise, wenn ein Tanker längsseits kommt. Die Tanks sind damit fast immer irgendwo dazwischen. Genau dieser Zustand ist der gefährliche. In einem halb gefüllten Tank kann sich die Flüssigkeit im Takt des Seegangs aufschaukeln und mit voller Wucht gegen die Wand schlagen. Fachleute nennen das Schwappen. Die größten Kräfte treten auf, wenn ein Tank zu 20–40% seiner Höhe gefüllt ist. Deshalb dürfen konventionelle Tanker mit Membrantanks überhaupt nur unter 10 oder über 70% Füllstand fahren. Eine Fabrik, die laufend produziert, kann sich an diese Regel nicht halten. Die Antwort steckt im Grundriss. Statt einer Reihe langer Tanks quer durch den Rumpf, wie ein Tanker sie hat, liegen die Tanks hier paarweise nebeneinander. Jeder einzelne ist damit schmaler und die Flüssigkeit hat weniger Strecke, auf der sie Schwung holen kann. Bevor davon irgendetwas gebaut wurde, lief von 2005 bis 2011 ein eigenes Forschungsprogramm. Man ließ Wellen auf Tankwände schlagen, im Modell im Maßstab 1:6 und in voller Größe. 6 Jahre Vorarbeit für ein Problem, das an Land gar nicht existiert. Bleibt die Frage, wie das Gas überhaupt von Bord kommt. An Land ist das ein Steg und eine Rohrleitung. Hier gibt es keinen Steg. Der Tanker fährt heran und macht längsseits fest, in etwa 4 Metern Abstand. 2 Schiffskörper von jeweils Hunderttausenden Tonnen, nebeneinander im offenen Ozean, verbunden über bewegliche Verladearme, durch die Flüssigkeit mit minus 162 Grad strömt. Beide bewegen sich. Und zwar nicht gleich, weil sie unterschiedlich beladen sind und unterschiedlich im Wasser liegen. Die 4 Meter sind deshalb kein gemütlicher Puffer. Sie sind die Grenze dessen, was die Verladearme an Bewegung mitmachen. Darum hat dieser Vorgang eine harte Wetterschwelle. Wird der Seegang zu grob,
üblicherweise oberhalb einer signifikanten Wellenhöhe von 2,5 Metern, wird nicht verladen. Dann läuft die Produktion weiter, die Tanks füllen sich und irgendwann muss die Anlage herunterfahren, weil das Gas nirgendwo hin kann. Ein Bauwerk, das für den Jahrhundertsturm ausgelegt ist, muss beim Verladen auf ruhige See warten. Am 26. Dezember 2018 lief die Produktion an. Im Juni 2019 ging die erste Ladung Flüssiggas von Bord. 14 Monate später stand alles still. Im Februar 2020 legte ein Fehler in der elektrischen Anlage die Fabrik lahm. Nicht für Tage, für 11 Monate. Erst im Januar 2021 lief sie wieder. Und am 2. Dezember desselben Jahres kam der Fall, gegen den alles davor harmlos aussieht. In einem Raum mit der Nummer 214 wurde Rauch festgestellt. Dort standen die unterbrechungsfreien Stromversorgungen. Also ausgerechnet jene Geräte, die dafür da sind, dass der Strom eben nicht ausfällt. Es brannte klein. Danach war die gesamte Fabrik stromlos. Der Großteil der Belegschaft wurde ausgeflogen, eine Notbesetzung blieb an Bord. Mehrere Versuche in den folgenden Tagen brachten keine stabile Versorgung zurück. Die australische Aufsichtsbehörde kam später zu dem Schluss, dass der Betreiber die Risiken seines eigenen Stromsystems nicht ausreichend verstanden hatte. Kurz vor Weihnachten verfügte sie, dass die Anlage abgeschaltet bleibt, bis nachgewiesene Verbesserungen vorliegen. Erst im April 2022 lief die Produktion wieder an. Im selben Jahr folgte ein Streik, der 11 Wochen dauerte, bis zum 25. August. Eine Konstruktion, die für den Jahrhundertsturm ausgelegt ist, verlor damit über 3 Jahre den größten Teil ihrer Betriebszeit. Nicht an das Wetter, an Elektrik und an Menschen. Was der Bau gekostet hat, weiß offiziell niemand. Shell hat die Baukosten nie bestätigt. Analysten kamen 2013 auf 10,8 bis 12,6 Milliarden $. Eine Recherche aus dem Jahr 2021 kam auf mindestens 17,5 Milliarden. Zwischen diesen beiden Zahlen liegt der Gegenwert eines kompletten zweiten Projekts. Im zweiten Quartal 2020 schrieb der Konzern 16,8 Milliarden $ auf sein Flüssiggasgeschäft ab, diese Anlage eingeschlossen. Wenige Monate später folgte eine weitere Abschreibung von knapp 1 Milliarde, diesmal mit dem Schwerpunkt genau hier. Demgegenüber steht die Leistung. Voll ausgelastet liefert die Anlage 3,6 Millionen Tonnen Flüssiggas im Jahr. Dazu 1,3 Millionen Tonnen Kondensat und 0,4 Millionen Tonnen Flüssiggasgemisch. Zusammen 5,3 Millionen Tonnen pro Jahr. Bedient wird das alles von 220 bis 240 Menschen. Ob sich der Bau am Ende rechnet, hängt deshalb nicht an der Technik. Es hängt daran, wie viele der 25 geplanten Jahre sie tatsächlich läuft. Bleibt die Formel, unter der die Anlage bekannt geworden ist. Das größte Schiff der Welt. Sie ist in 2 Punkten falsch. Der erste ist der einfache. Es ist kein Schiff. Ein Schiff fährt. Diese Konstruktion hat keinen Antrieb, wurde geschleppt und liegt seit dem Sommer 2017 an derselben Stelle verteut. Der zweite Punkt ist der interessantere, weil er die Aussage umdreht. Wer sagt, sie bewege sich nie, hat sie nur von oben auf einer Karte gesehen. Sie bewegt sich ständig. Sie kommt nur nirgendwo an. Dreht der Wind, dreht sie mit, wechselt die Strömung, schwenkt sie ein Stück. Über die 25 Jahre, für die sie ausgelegt ist, wird sie sich zahllose Male um den eigenen Turm gedreht haben und dabei keinen einzigen Kilometer zurückgelegt haben. Welches Bauwerk würdest du gern einmal von innen sehen? Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.